freuen wir uns doch einfach an der Erfrischung, die ich mit reinbringe. Der Torschütze trägt die Nummer 20 und heißt Robin. Eva Radus, holländischer Name. Musste sich auch schon einige Lacher für einstecken. Robin. Eva Radus. Diese Bolzplatz-Erinnerung, ne, da hat man immer gerne gespielt. Ich glaube, alle die das miterlebt haben so in der Jugend, die erinnern sich auch gerne dran zurück, weil das irgendwie so die Anfänge der Karriere auch sind und man da so irgendwie auch die geilsten Erfahrungen gesammelt hat damals, die man mit Sicherheit jetzt auch noch mitnimmt. Für mich ist auch relativ absurd, dass ich jetzt hier im Kreis der Nationalmannschaft unterwegs bin. Das ist ja alles andere als irgendwie der normale Weg ist. Von daher bin ich natürlich happy, dass sowas oder ich diese Ausnahme sein durfte. Ganz klar, da gehört mit Sicherheit auch eine gehörige Portion Glück dazu. Aber ja, ich glaube, dass der Weg, den ich gegangen bin, relativ gesund so ist. Klar, ich hatte meine Jugend und ja, konnte so das machen, was ich wollte und bin trotzdem reingerutscht in den ganzen Zirkus. Auf der anderen Seite stellt man sich natürlich auch die Frage, wäre ich jetzt in einem Internat gewesen, wäre man vielleicht schon viel weiter, wäre man früher in den Profibereich reingekommen, wäre man von der Entwicklung schon ein viel größerer Spieler oder besserer oder wäre das Gegenteil der Fall, keine Ahnung. Mir war es egal, auf welchem Untergrund ich gezockt habe. Hauptsache die Grätsche wurde einmal pro Spiel ausgepackt. Da muss man auch mal durch. Ich kann mich noch genau daran erinnern, da habe ich dann mal die berühmte Sense wieder ausgepackt. Da habe ich mir wirklich den kompletten Oberschenkel hier aufgerissen sozusagen. Und dann habe ich mich schlafen gelegt, weil meine Mom hat immer gesagt, ja, du musst es auflassen, es muss an die Luft, damit es trocknet so, ne? Und dann habe ich die Nacht geschlafen auf der Seite, keine Ahnung, und ich will am nächsten Morgen aufstehen. Das Bettlaken hat komplett da dran geklebt, aber ich habe ja, weißt du, wenn man dann morgens so aufwacht, dann ist man noch nicht so wirklich hellwach. Also ich will mich so erheben und die ganze Kruste, die reißt komplett von dieser Bettdecke ab, ne? Also selten habe ich so einen Schmerz gespürt, aber egal, da muss man durch. Ich glaube, das Ausland, das tut jedem Spieler gut. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel für seine Zukunft auch mitnehmen. Man lernt neue Sprachen, man lernt ganz, ganz viele neue Menschen kennen und vor allem einfach alles aufsaugen, was so einem auf den Weg kommt, ganz ehrlich gesagt. Also bei mir war die Anfangszeit jetzt auch nicht einfach, wenn man die Sprache noch nicht beherrscht. Man kommt in eine neue Kultur mit anderen Menschen, mit einer anderen Mentalität und ich glaube, man tut gut daran, das alles so zu akzeptieren und nicht zu hinterfragen. Und wenn man sich aber darauf einlässt, die Kultur aufsaugt, die Sachen, die man für seine Persönlichkeit irgendwie mitnehmen will, auch mitnimmt, dann wird es, glaube ich, eine Riesenerfahrung, vor allem für die Persönlichkeitsentwicklung. Dass ich sowas miterleben darf, ist gigantisch und ja, hätte ich in der Form natürlich auch nicht erwartet. Hätte mir jemand vor 7 Jahren gesagt, du sitzt jetzt hier, gibst ein Interview, weil du Nationalspieler bist und spielst gleichzeitig Champions League, den hätte ich auch für verrückt erklärt. Von daher nehme ich das alles mit und lebe meinen Traum einfach so weiter, aber gleichzeitig glaube ich, dass es auch nicht ohne die Basis geht, ne? Ohne die Family, ohne die Freunde, die einen supporten. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, um Leistung zu bringen und von daher ist, glaube ich, schon, tut jeder sehr gut daran, wenn man sich das beibehält, so die Basis als Grundlage für den Erfolg.